Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein Fischer, der mit seiner Frau in einem Schweinestall am Meer lebte. Der Fischer verbrachte den ganzen Tag mit Angeln. Eines Tages, während er am Ufer saß, seine Angelrute in der Hand, die funkelnden Wellen beobachtete und auf einen Biss wartete, wurde plötzlich sein Schwimmer tief ins Wasser gezogen. Als er ihn hochzog, hatte er einen großen Fisch gefangen. Doch der Fisch sagte: »Bitte lass mich gehen. Ich bin kein echter Fisch. Ich bin ein verzauberter Prinz. Setz mich wieder ins Wasser und ich werde frei sein.« Der Fischer antwortete: »Ach, komm schon. Ich will mich nicht mit einem sprechenden Fisch herumschlagen. Schwimm einfach weg, wann immer du magst.« So setzte er den Fisch zurück ins Wasser, und er schwamm schnell hinab und hinterließ eine lange Blutspur auf den Wellen. Als der Fischer nach Hause zu seiner Frau in den Schweinestall zurückkehrte, erzählte er ihr, wie er einen großen Fisch gefangen hatte, der behauptete, ein verzauberter Prinz zu sein. Er erklärte, wie er ihn gehen ließ, als er sprach. »Hast du ihn nicht um etwas gebeten?« fragte seine Frau. »Wir leben so arm in diesem dreckigen Schweinestall. Geh zurück und sag dem Fisch, wir wollen eine schöne kleine Hütte.« Der Fischer wollte wirklich nicht noch einmal um etwas bitten, aber er ging zurück zum Meer. Als er ankam, sah das Wasser gelb und grün aus. Er stand am Wasserrand und sagte: »O Mann des Meeres, hör mich an. Meine Frau Ilsabill will ihren eigenen Willen und hat mich geschickt, um dich um einen Gefallen zu bitten.« Dann schwamm der Fisch zu ihm und fragte: »Was will sie?« Der Fischer sagte: »Meine Frau sagt, dass ich, als ich dich gefangen habe, um etwas bitten sollte. Sie mag es nicht mehr, im Schweinestall zu leben und will eine schöne kleine Hütte.« »Geh nach Hause«, sagte der Fisch, »sie ist bereits in der Hütte.« So ging der Mann nach Hause und fand seine Frau an der Tür einer schönen kleinen Hütte stehen. »Komm rein«, sagte sie. »Ist das nicht viel besser als der dreckige Schweinestall, den wir hatten?« Drinnen gab es ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und eine Küche. Hinter der Hütte war ein kleiner Garten voller Blumen und Früchte, und im Hof waren Enten und Hühner. »Ah«, sagte der Fischer, »wie glücklich wir jetzt sein werden.« »Wir werden es versuchen«, sagte seine Frau. Alles war gut für 1 oder 2 Wochen, aber dann sagte Dame Ilsabill: »Ehemann, es gibt nicht genug Platz für uns in dieser Hütte. Der Hof und der Garten sind zu klein. Ich will ein großes Steinschloss. Geh zurück zu dem Fisch und sag ihm, er soll uns ein Schloss geben.« »Frau«, sagte der Fischer, »ich möchte nicht zu ihm zurück, er könnte wütend werden. Wir sollten mit dieser schönen Hütte zufrieden sein.« »Unsinn«, sagte seine Frau, »er wird es gerne tun, das weiß ich. Geh und versuche es.« Der Fischer ging, aber er fühlte sich traurig. Als er zum Meer kam, sah es dunkel und düster aus, obwohl es ruhig war. Er stand am Wasserrand und sagte: »O Mann des Meeres, hör mich an. Meine Frau Ilsabill will ihren eigenen Willen und hat mich geschickt, um dich um einen Gefallen zu bitten.« »Was will sie jetzt?« fragte der Fisch. »Oh«, sagte der Mann traurig, »meine Frau will in einem Steinschloss leben.« »Geh nach Hause«, sagte der Fisch, »sie ist bereits am Tor davon.« So eilte der Fischer nach Hause und sah seine Frau vor dem Tor eines großen Schlosses stehen. »Sieh«, sagte sie, »ist das nicht prächtig?« Sie traten gemeinsam in das Schloss ein und fanden viele Diener drinnen.
Die Räume waren mit schönen Möbeln und goldenen Tischen gefüllt. Hinter dem Schloss war ein Garten, und ringsum lag ein Park voller Schafe, Ziegen, Hasen und Rehe. Im Hof gab es Ställe und Kuhhäuser. Nun, sagte der Mann, jetzt werden wir glücklich in diesem schönen Schloss für den Rest unseres Lebens sein. Vielleicht, sagte seine Frau, aber lass uns darüber nachdenken, bevor wir entscheiden. In dieser Nacht gingen sie ins Bett. Am nächsten Morgen, als Dame Ilsabill aufwachte, stieß sie den Fischer mit ihrem Ellbogen an und sagte: »Steh auf, Ehemann! Wir müssen die Könige des ganzen Landes sein.« »Frau, warum wollen wir Könige sein?« »Ich will kein König sein«, antwortete er. »Dann werde ich es«, erklärte sie. »Aber wie kannst du König werden?« »Der Fisch kann dich nicht zum König machen«, sagte er. »Ehemann, hör auf zu reden und versuche es. Ich werde König.« Der Fischer ging traurig darüber, dass seine Frau König werden wollte. Diesmal sah das Meer grau und düster aus, mit sich kräuselnden Wellen und Schaum, als er rief: »O Mann des Meeres, hör mich an. Meine Frau Ilsabill will ihren eigenen Willen und hat mich geschickt, um dich um einen Gefallen zu bitten.« »Was will sie jetzt?« fragte der Fisch. »Oh«, sagte der Fischer, »meine Frau will König werden.« »Geh nach Hause«, sagte der Fisch, »sie ist bereits König.« Der Fischer kehrte nach Hause zurück und sah seine Frau, die auf einem goldenen Thron mit einer Krone auf dem Kopf saß. Auf jeder Seite von ihr standen 6 schöne Maidens, die alle größer waren als die letzte. »Nun, Frau«, sagte er, »bist du König?« »Ja«, antwortete sie, »ich bin König.« Der Fischer sah sie an und sagte: »Was für eine wunderbare Sache es ist, König zu sein. Jetzt werden wir nie wieder etwas wollen.« »Das weiß ich nicht«, antwortete sie. »Ich bin König, aber ich fange an, es leid zu werden. Ich glaube, ich will Kaiser sein.« »Oh, Frau, warum willst du Kaiser werden?« fragte der Fischer. »Ehemann, geh zu dem Fisch. Ich sage, ich werde Kaiser.« »Oh, Frau, der Fisch kann keinen Kaiser machen. Ich will ihn nicht danach fragen«, sagte er. »Ich bin König«, sagte Ilsabill, »und du bist mein Diener, also geh sofort.« Der Fischer hatte keine Wahl, als zu gehen, murrend, während er ging. »Das wird nicht gut enden. Es ist zu viel verlangt, der Fisch wird es satt haben, und dann werden wir es bereuen.« Bald erreichte er die Küste, wo das Wasser schwarz und schlammig war und ein schrecklicher Sturm über die Wellen blies. Er ging so nah ans Wasser, wie er konnte, und rief: »O Mann des Meeres, hör mich an. Meine Frau Ilsabill will ihren eigenen Willen und hat mich geschickt, um dich um einen Gefallen zu bitten.« »Was will sie jetzt?« fragte der Fisch. »Oh«, sagte der Fischer, »sie will Lord der Sonne und des Mondes sein.« »Geh nach Hause«, sagte der Fisch, »sie ist bereits Lord.« So ging er wieder nach Hause und sah seine Frau Ilsabill auf einem sehr hohen Thron aus solidem Gold sitzen. Sie hatte eine Krone, die 2 Yards hoch war, und neben ihr standen ihre Wachen und Bediensteten, jeder kleiner als der letzte, vom Riesen bis zum kleinen Zwerg. Vor ihr standen Fürsten, Herzöge und Grafen. Der Fischer trat näher und fragte: »Frau, bist du Kaiser?« »Ja«, sagte sie, »ich bin Kaiser.« Der Fischer sah sie an und sagte: »Was für eine großartige Sache es ist, Kaiser zu sein. Jetzt solltest du zufrieden sein, denn du kannst nichts Größeres sein.« »Ich werde darüber nachdenken«, antwortete sie. In dieser Nacht gingen sie ins Bett,
aber Dame Ilsabill konnte nicht schlafen, weil sie darüber nachdachte, was sie als nächstes sein sollte. Schließlich, während sie gerade einschlief, kam der Morgen und die Sonne ging auf. Ha, dachte sie, als sie aufwachte und die Sonne durch das Fenster sah, ich kann den Sonnenaufgang nicht aufhalten. Das machte sie sehr wütend, und sie weckte ihren Ehemann und sagte: Ehemann, geh zum Fisch und sag ihm, ich muss der Herr der Sonne und des Mondes sein. Der Fischer, noch halb im Schlaf, hatte solche Angst, dass er aus dem Bett sprang. »Oh nein, Frau! Kannst du nicht zufrieden sein, Papst zu sein?« »Nein«, sagte sie, »ich kann nicht glücklich sein, während die Sonne und der Mond ohne meine Erlaubnis aufgeht. Geh jetzt sofort zu dem Fisch.« Der Fischer, zitternd vor Angst, machte sich auf den Weg zum Ufer. Ein schrecklicher Sturm braute sich zusammen, der die Bäume und Felsen erschütterte. Der Himmel wurde dunkel mit Sturmwolken, und der Donner grollte, während Blitze zuckten. Das Meer war voller riesiger, brechender Wellen. Der Fischer schlich sich bis zum Wasser und rief: »O Mann des Meeres, hör mich an! Meine Frau Ilsabill will ihren eigenen Willen und hat mich geschickt, um dich um einen Gefallen zu bitten.« »Was will sie jetzt?« fragte der Fisch. »Oh«, sagte der Fischer, »meine Frau will der Herr der Sonne und des Mondes sein.« »Geh nach Hause«, sagte der Fisch, »zu deinem Schweinestall zurück. Und dort leben sie bis heute.« Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Bis zum nächsten Video.